Republik Mazedonien ist ein sehr kleines Land, aber mit großen und langen Geschichten. Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Ich heiße Anastasia und heute zeige ich euch ein Land, wo ich auch herkomme, und zwar Mazedonien. Wer etwas natürlich dazu lernen möchte, kann gerne dranbleiben und dann würde ich sagen, es geht jetzt los. Los geht's! Mazedonien liegt in Europa. Die Nachbarländer von Mazedonien sind Griechenland, Bulgarien, Serbien, Albanien und Kosovo. Leute, das war Mazedonien vor mehr als 100 Jahren. Früher war Mazedonien dreimal größer als jetzt. Mazedonien ist ein paar tausend Jahre alt und deswegen hat es auch so viele Geschichten. Leute, in Mazedonien leben ungefähr 2 Millionen Leute. Die Hauptstadt von Mazedonien ist Skopje. Skopje hat sich vor 20 Jahren total verändert. Mit dem Projekt Skopje 2014 hat sich Skopje total verändert. Das Ziel war vom Projekt, dass die alten Sachen von früher wieder repariert werden. Es wurden Gebäude gebaut, zum Beispiel Theaters, Museums und Ministerien. Vor ungefähr 60 Jahren gab es in Skopje ein Erdbeben. Fast ganz Skopje war zerstört. Und dann haben ganz viele Länder Skopje geholfen, um dass sie wieder aufgebaut wurde. In Mazedonien sind verschiedene Religionen, aber über 70% sind orthodox. Der alte Name von Skopje war Skupi. Aha, nicht vergessen. Bei dem Projekt Skopje 2014, wo die Statuen aufgestellt haben, die Geschichte von Mazedonien gezeigt hat. In der Geschichte von Mazedonien gab es ganz viele Könige. Eine von den wichtigsten Geschichten in Mazedonien ist Alexander III. Von Mazedonien, aber auch Alexander der Große. Er ist der größte Gewinner in der ganzen Welt. Er hat 3 Kontinente gewonnen: Europa, Asien und Afrika. Viele Länder wollten nicht mit ihm kämpfen, sondern haben ihm einfach die Stadt überlassen. Es gab da eine kleine Geschichte über das Pferd Buceval und Alexander der Große. Der Vater von Alexander hat eine Durchsage gemacht: Wer es schafft, das wilde Pferd Buceval zu reiten, kriegt eine Belohnung. Gar keiner hat es bis jetzt geschafft, aber weil Alexander der Große so schlau war, ist ihm eingefallen, dass Buceval vor seinen eigenen Schatten Angst hatte. Deswegen hat der Buceval in die Richtung von der Sonne gebracht und ist auf ihn geritten. Die heiligen Brüder Kirill und Method sind in Thessaloniki geboren. Sie sind in der Welt berühmt, weil sie das glagolitische Alphabet erfunden haben. Kirill und Method waren Lehrer. Ihr bester Schüler war Kliment von Ohrid. Kliment von Ohrid war ein sehr wichtiger Mensch für die Geschichte von Mazedonien. Mit seiner Hilfe haben sie das kyrillische Alphabet erfunden. Mit dem kyrillischen Alphabet schreiben wir und lesen wir heute noch. Goce Delchev
war ein Lehrer und Revolutionär. Er mit seiner Mannschaft in der Stadt Kruševo haben sie die erste Republik in Balkan gemacht. Die Republik dauerte nur 14 Tage. In Skopje gibt es viele Statuen, die die Geschichte von Mazedonien zeigen. Vielleicht zeigen wir euch mal in einem anderen Video mehr über die Geschichte von Mazedonien. Aha, ich wollte euch noch etwas zur mazedonischen Musik sagen. Die Top 3 Sänger sind: Die erste Band ist Lepisol und der zweitbeste Sänger ist Doše Projevski. Und für mich ist momentan die beste Band Next Time. Porta Macedonia ist ein Triumphbogen in der Hauptstadt Skopje. Hier wurden die größten sportlichen Erfolge gefeiert. Die ersten waren die mazedonischen Basketballspieler, die zweiten waren die mazedonischen Handballspieler, die dritten waren die mazedonischen Fußballspieler. Hey Leute, ich habe noch eine Sache vergessen. Die beste Sache war, die Mazedonien jemals passiert ist, war, dass die Handballspieler Vardar es geschafft haben, zweimal den größten Pokal Europas zu gewinnen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt noch etwas Neues dazugelernt. Es tut mir leid, dass ich nicht alles von Mazedonien auffangen konnte, sondern halt nur ein Teil davon, weil Mazedonien hat sehr, sehr viele verschiedene Geschichten. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und dass ihr trotzdem etwas Neues dazu gelernt habt. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein kostenloses Like und ein Abo von euch freuen. Und wenn euch das Video auf jeden Fall gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bleibt gesund und tschüss!